Grüß euch miteinander, servus! Heute machen wir einen schönen Backofen, einen Pizzaofen. Und zwar machen wir das mit einer Sandkuppel und dann machen wir einen Feuerbeton drüber. Ja, und wie das Ganze läuft, das seht ihr in dem Video. So, wir haben jetzt mal einen Zwischenstand, den wir hier sehen. Und zwar haben wir uns jetzt hier aus dem Sand eine richtig schöne Negativform gemacht, die uns jetzt dafür dient, dass wir unseren Feuerzement da draufsetzen können. Dass wir später kein Sandnet in unserem Pizzaofen immer runterrieseln haben, legen wir jetzt da nochmal schön Zeitungspapier drüber. Somit kriegen wir da eine schöne Trennschicht rein und haben später eben, wie gesagt, kein Sandnet an der Oberfläche von unserem Pizzaofen.
schon komplett aus dem Pizzaofen rausgeräumt. Und da können wir jetzt mal reinschauen. Den haben wir jetzt über Nacht mit 1-2 Kerzen oder alternativ wie jetzt mit einer Kohle. Lassen wir den schön langsam vorheizen, durchheizen. Wir dürfen es da nicht übertreiben, dass wir nicht zu viel Temperatur kriegen. Wir brauchen aber, beziehungsweise es tut gut, ein bisschen Temperatur drin zu haben, weil wir dann eben das Ganze schneller trocken kriegen. Man sollte halt aufpassen, dass man nicht über 100 Grad kommt, ab da dampft ja unser Wasser aus und da hätte man dann wirklich Probleme, dass wir Risse kriegen. Aber wenn wir irgendwo so im Bereich zwischen 50, 60, 70 Grad das Ganze schön langsam vorwärmen, dann beschleunigen wir einfach die Trocknung. Schauen wir einfach mal zusammen uns den Ofen ein bisschen an. Wir sehen jetzt hier die Glut drin. Wir sehen nur das bisschen Zeitungspapier, was hier liegt. Aber der Großteil von der Zeitung ist eigentlich schon abgefallen. Und hier am Boden liegt jetzt ein bisschen eine Glut drin. Das ist so Kohle. Und die heizt das Ganze jetzt einfach schön warm durch. Ja, das hat eine schöne Temperatur. Wenn wir jetzt einmal mit dem Temperaturmessgerät schauen, naja, ihr seht, diese Glut selber hat so um die 500 Grad. Rundherum ergibt es dann einfach hier so ein bisschen Temperatur auf dieser Außenhülle von 55 Grad, 60 Grad, oben an der Mitte 70 Grad. Also wir haben einfach noch ein bisschen einen Puffer nach oben zu den 100 Grad. Da sollte man schauen, dass wir da nicht drüber kommen. Wir sehen jetzt hier die Pizzakuppel von außen nochmal. Die muss natürlich jetzt dann später noch gedämmt werden. Mit dem Dämmen warten wir aber einfach ein bisschen, bis das Ganze natürlich gut ausgetrocknet ist.